Hallo zusammen! Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach eine kleine süße Biene häkeln könnt. So eine wie diese. Und da legen wir jetzt direkt los. Was ihr dazu braucht, sind einfach die Farben Schwarz, Gelb und Weiß und die Häkelnadel in der entsprechenden Größe. Und wie ihr einen Schlüsselanhänger an die Biene kriegt, zeige ich euch später im Video. Und wir fangen jetzt mit Gelb an. Hier machen wir zuerst einen magischen Ring. Holt euch den Faden hier durch. So, und damit habt ihr diese magische Ringschlaufe. Und jetzt machen wir da 6 feste Maschen rein. Den Ring ziehen wir jetzt zu. Und jetzt gehen wir mit der Nadel in die erste Masche und verdoppeln. Das heißt, wir häkeln in jede Masche 2 feste Maschen. Jetzt könnt ihr schauen, ob ihr euch einen Maschenmarkierer hier reinmacht, um zu wissen, wo die Runde anfängt und aufhört. Ich nehme das mit einem Faden, mache das mit einem Faden in einer anderen Farbe. Lege ich mir den hier zwischen. Und jetzt geht's los. Also eine feste Masche und verdoppeln. So, jetzt haben wir 18 Maschen und in der nächsten Runde gehen wir auf 24 Maschen. Das heißt, wir machen 2 feste Maschen und die dritte Masche verdoppeln wir. So, in der nächsten Runde häkle ich einfach nur die 24 festen Maschen einmal herum. So, wenn wir mit der Runde rum sind, haben wir immer noch 24 feste Maschen. Und jetzt fangen wir an, mit Schwarz weiter zu häkeln. Wir wollen ja hinterher dieses Muster bekommen. Das heißt, jetzt werden 2 Runden in Schwarz gehäkelt. Und dazu gehen wir in die nächste Masche rein und machen eine Kettmasche. Allerdings nicht mit dem gelben Faden, sondern den halten wir hier fest. Wir holen uns jetzt den schwarzen Faden. Den fädeln wir jetzt hier als Kettmasche ein. So. Und ab jetzt, vorher haben wir in Runden gehäkelt und ab jetzt machen wir einige geschlossene Runden. So, das ist die Kettmasche. Und damit ich jetzt ordentlich weiter häkeln kann, muss ich eine Ebene höher gehen. Das heißt, ich mache mal eine Luftmasche erst hier rein. Und jetzt häkeln wir 2 Runden in Schwarz feste Maschen. 24 Maschen pro Runde. Und da gehen wir direkt hier in diese erste Masche auch rein. So, jetzt bin ich in der ersten Runde halb rum. Jetzt mache ich mir den Faden ganz kurz mal länger und wir verknoten schon mal den Anfang. Diese andere Farbe können wir erstmal rausnehmen, die brauchen wir im Moment nicht mehr. Und die Fäden von dem Farbwechsel hier, die verknoten wir jetzt schon mal. Gelb lasse ich erstmal hier hängen. Und jetzt machen wir erstmal die 1,5 Runden, die noch fehlen. Häkeln wir jetzt hier noch weiter. So, jetzt habe ich 24 feste Maschen in Schwarz gehäkelt. Und jetzt nehmen wir die zweite Runde, das heißt, wir schließen diese Runde erstmal mit einer Kettmasche. Da gehen wir in die erste feste schwarze Masche. Wir machen da eine Kettmasche. Das alles schön feste ziehen. Jetzt ist die erste Runde geschlossen und jetzt machen wir noch eine Luftmasche nach oben und das gleiche nochmal. 24 feste Maschen und dann haben wir 2 schwarze Runden gehäkelt. Und hier fangen wir auch an, direkt
hier unten, nicht hier vorne, das ist schon die zweite Masche, direkt hier, wo auch diese Hebeluftmasche ist, da gehen wir mit der Nadel rein. Und jetzt schließe ich diese Runde auch wieder. Das heißt, ich gehe hier oben in die erste schwarze Masche und hole mir jetzt wieder den gelben Faden, denn wir wollen ja jetzt wieder 2 Runden in Gelb häkeln. Das heißt, ich gehe durch, die Kettmasche mache ich nicht in Schwarz mit dem schwarzen Faden, sondern mit dem gelben, und den habe ich ja jetzt hier dran gelassen. Den schwarzen lege ich mir hier zur Seite. Der gelbe ist auch lang geblieben. Das heißt, den nehme ich mir, weil das in einer Linie hier bleibt, ziehe ich mir dann richtig feste rein und hier durch, recht straff ziehen, dass der Faden so kurz wie möglich bleibt. Das ist jetzt die Kettmasche und jetzt mache ich die Luftmasche nach oben. Und jetzt häkel ich genauso wieder 2 Runden in Gelb. Hier vorne direkt hier anfangen mit der ersten Masche, nicht hier drüben, hier. So, hier haben wir jetzt auch 24 feste Maschen. Die häkeln wir nicht, die geht eine Ebene nach oben. Das heißt, wir machen jetzt hier eine Kettmasche wieder rein. So, hier durch. Den schwarzen Faden ziehen wir hier schon mal so eng, so stramm wie möglich. Denn jetzt werden die nächsten 2 Runden wieder in Schwarz gehäkelt. Das heißt, wir sind jetzt hier. Das ist das Gesicht, wird das vorne. Wir sind jetzt hier. Und da kommen die nächsten 2 Runden in Schwarz, genau wie gerade. Und die Kettmasche machen wir bei dem Farbwechsel direkt in der neuen Farbe. So, den gelben können wir wieder ein bisschen fester ziehen. Eine Ebene höher gehen mit einer Luftmasche. Und in dieselbe Masche hier unten die erste feste Masche häkeln. Und das machen wir jetzt 2 Runden, auch wieder schließen nach der ersten Runde und dann noch eine Runde obendrauf mit schwarzen festen Maschen. So, jetzt bin ich hier auch mit 2 Runden in Schwarz fertig. Jetzt mache ich wieder eine Kettmasche, aber in Gelb. Das heißt, Schwarz lege ich mir nach hinten. Gelb ziehe ich nochmal schön stramm und mache damit jetzt die Kettmasche. Hier häkeln wir nochmal 2 Runden in Gelb mit festen Maschen. So, jetzt bin ich auch hier die 2 gelben Runden durch und mache eine Kettmasche. Diesmal können wir die in Gelb machen, weil wir jetzt anfangen kleiner zu werden am Hinterteil, und die nächste Runde wird da erstmal noch in Gelb gehäkelt. Das heißt, die kann ich in Gelb einfach zumachen, diese Runde mit einer Kettmasche. Und jetzt häkeln wir in der nächsten Runde, gehen wir noch mal eine Ebene höher. Wir bleiben erstmal in geschlossenen Runden. Noch mal eine Ebene nach oben. Und jetzt häkeln wir 2 feste Maschen und dann eine Abnahme. Das heißt, wir gehen auch hier in das direkt hier vorne an der Nadel rein. 1, 2 und jetzt machen wir so eine unsichtbare Abnahme. Das heißt, wir gehen hier immer in das vordere Maschenglied von der ersten Masche und der nächsten, ziehen die durch beide durch. So, und jetzt haben wir 2 zusammen gehäkelt. Das machen wir jetzt so weiter. Und dann schließen wir die Runde wieder. Die erste Masche rein und die schließen wir mit Schwarz, weil ab jetzt häkeln wir den Rest mit Schwarz weiter. Auch hier ganz feste diese Kettmasche machen. Und die nächste Runde in Schwarz. Da machen wir noch einmal eine Hebeluftmasche. Die letzte geschlossene Runde. Da häkeln wir eine feste Masche und die nächsten 2 Maschen eine unsichtbare Abnahme. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder rein.
feste Masche und die Abnahme. So, bevor ich jetzt die letzten 2 Maschen hier zusammen häkel, mache ich mir den Faden mal ein bisschen größer. Denn jetzt können wir hier den gelben Faden mit dem anderen schwarzen hier verknoten, bevor wir das zumachen. So, dann ist das feste und den Rest machen wir ja jetzt mit Schwarz weiter. Da brauchen wir den anderen Faden nicht. So, die letzten 2 Maschen werden jetzt hier auch noch zusammen gehäkelt. Und jetzt schließe ich diese schwarze Runde mit einer Kettmasche, auch in Schwarz. Damit der Übergang halt nicht so zu sehen ist. Bevor wir jetzt in fortlaufenden Runden weiter häkeln, nehmen wir ein bisschen hier den Faden raus und fangen an, die Biene mit Füllwatte zu stopfen. So, wenn die jetzt schon relativ voll ist, hören wir erstmal auf. Jetzt häkeln wir die erstmal weiter zu. Den Rest Füllwatte stopfen wir gleich noch rein, wenn das Loch ein bisschen kleiner geworden ist. Und jetzt häkeln wir jeweils 2 Maschen zusammen, dass wir am Ende nur noch 6 Maschen auf der Nadel haben, hier in der Runde. So, und jetzt sehe ich habe hier nur noch 2 Maschen. Die merke ich mir. Und jetzt stopfe ich noch ein bisschen mehr Füllwatte hier rein. Nicht mehr zu viel, aber ein bisschen passt noch. Und jetzt häkel ich noch die 2 letzten Maschen zusammen. Wenn man möchte, kann man jetzt ohne Stachel das Ganze auch zunehmen. Aber wir wollen ja einen Stachel nähen, häkeln noch dazu. Das heißt, 6 feste Maschen sind noch da. Wir häkeln die letzten 6 auch noch zusammen. Das heißt immer 2 zusammen. Dann haben wir nur noch 3 am Ende. Und es geht immer spitzer nach oben. So, die Markierung nehme ich jetzt mal raus. Und ich sehe schon, weil das so eng geworden ist, ist das immer länger hier gegangen. Und das ist unser Stachel. Das heißt, ich kann jetzt hier den Faden rausnehmen. Schwarz lang genug abschneiden. Und den Faden ziehe ich jetzt hier einfach durch. Und ich sehe schon hier, das ist jetzt der Stachel hinten geworden. Den restlichen Faden, das heißt, ich brauche das Loch gar nicht weiter zumachen, weil es ist jetzt schon verschlossen. Und mit dem restlichen Faden, den mache ich mir auf so eine Nadel drauf. Und den versuche ich jetzt vorsichtig, natürlich nicht genau in diese Masche, wo ich gerade rausgekommen bin, aber eine daneben bis nach unten hindurch zu ziehen. So, dann gehe ich genau in die Mitte rein. Jetzt forme ich mir den noch zurecht. Wenn das alles so passt, wie ich das haben möchte, kann ich hier den schwarzen Faden einfach nur noch verknoten. Mal zu. Und den anderen Faden steche ich einfach bis hinten hindurch, egal wo ich da rauskomme. Den schneide ich hier ab. Und das Stückchen, was rausguckt, ziehe ich mit der Häkelnadel hier ins Innere rein. So, jetzt haben wir hier die Biene mit Stachel.
Als nächstes häkeln wir jetzt das Gesicht auf die Biene. Dazu nehme ich mir jetzt auch einen schwarzen Faden, fädel den auf eine Nadel und dann machen wir hier die Augen drauf. Ich mache das jetzt so, dass hier oben noch 2 Reihen über sind. Das heißt, in diese Reihe kommen jetzt meine Augen rein. Das heißt, ich gehe hier von der Seite ins Schwarze rein und komme jetzt hier wie im Beispiel, wenn ich die so an dieser Stelle haben möchte, ich halte es mal daneben, kommen wir jetzt hier aus, ziehen den Faden einfach mal ein bisschen durch und jetzt machen wir hier als Auge einen Knötchenstich und der geht wie folgt. Ich halte den Faden hier fest, gehe 2-mal oder 3-mal mit der Nadel hier rum und gehe hier nicht in dieselbe, aber in die nächste Masche rein. Und komme jetzt an dem Faden, wo ich reingegangen bin, komme ich einfach auch wieder raus. Ziehe mir das jetzt hier alles so durch. Dann sehe ich hier, habe ich das jetzt hier einen kleinen Knoten quasi reingewickelt. Das ist ein bisschen dicker und nicht einfach nur aufgenäht. Und dann ziehe ich mir das hier so richtig rein. Den Faden schneide ich jetzt hier erstmal ab. Wir machen noch keinen Knoten rein, dann können wir das gleich noch ein bisschen besser justieren. Und mit dem Restfaden machen wir das zweite Auge. Und jetzt kann ich mir das hier richtig runterziehen und habe 2 Augen. Und das kann ich mir jetzt noch ein bisschen hin und her rücken, so wie ich das haben möchte. Dass man nur noch die 2 Knoten hier oben drauf sieht. Ein bisschen stehen die halt ab, aber es sind keine Sicherheitsaugen, die sind dann richtig gut vernäht. Könnte sie auch ein bisschen weiter nach außen machen. Das kann man jetzt machen, wie man möchte. Und jetzt können wir sie verknoten. So, jetzt sind die auch verschwunden. Ich habe schon die Augen fertig und jetzt kommt der Mund dran. Dafür nehme ich wieder einen neuen schwarzen Faden, mache den auf die Nadel und überlege mir, wo ich den Mund haben möchte. Möchte ich nur einen kleinen haben oder ein bisschen größeren? Gehe ich wieder an der Seite hier rein. Am Ende verknoten wir das alles wieder. Das heißt, bis hierhin sind wir erstmal fertig und es fehlen nur noch die Flügel. Für die Flügel nehmen wir jetzt weiße Wolle und da häkeln wir 2-mal dasselbe. Das heißt, wir fangen mit einem Maschenring an, dann machen wir 6 feste Maschen rein. Ziehen den zu. Jetzt haben wir 6 feste Maschen und jetzt häkeln wir in die nächste Masche 2 feste Maschen. In die zweite Masche machen wir das gleiche, auch 2 feste Maschen. In die dritte Masche häkeln wir 2 halbe Stäbchen. Das heißt, wir nehmen den Faden einmal rum, hier rein, und ziehen den direkt durch diese 3 Schlaufen und dasselbe nochmal. Und das machen wir auch mit der vierten Masche. 2 halbe Stäbchen in eine Masche. In die 5. und 6. Masche häkeln wir jeweils 2 feste Maschen. So, und das ist auch schon unser Flügel. Wir schließen das Ganze jetzt hier mit einer
Kettmasche. Und lassen einen langen Faden übrig zum Annähen. Den können wir jetzt durchziehen und das gleiche machen wir jetzt nochmal. So, jetzt haben wir die 2 Flügel und die nähen wir jetzt an unsere Biene dran. Und fertig ist unsere kleine Biene mit kaum sichtbarem Farbwechsel und einem kleinen schwarzen Stachel hier hinten dran. Das ist nochmal die Biene in der kleineren Form, mit der etwas dünneren Wolle. Ihr könnt die noch dicker machen, ihr könnt die in ganz anderer Wolle häkeln, wie ihr möchtet. Ihr könnt die Flügel noch enger zusammen machen oder die Augen anders und den Mund. Das bleibt ganz euch überlassen. Um einen Schlüsselanhänger hier dran zu bekommen, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Man kann damit einhäkeln oder hinterher dran stecken. Ich habe da was ganz Tolles gefunden. Das verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Das sind diese Schlüsselanhänger, die eine Kette haben und schon einen ganz kleinen Karabiner. Das heißt, den kann ich hier aufmachen und stecke mir den an die gewünschte Stelle, in dem Fall an der Biene dran. Hier sieht man es. So einfach ist das. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch für das Video hinterlasst und meinen Kanal abonniert, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschaltet.